Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's ganz gut. Heute gibt's mal wieder einen neuen Wechsel. Sehr, sehr überraschend, muss man sagen. Alexa Marusic wechselt zu Sheriff Tiraspol. Sehr, sehr interessanter Wechsel, muss man auch sagen. Wir werden das heute ein bisschen analysieren. Das gerne ein Like und ein Abo, da würde mich sehr supporten. Ab 99 Cent kann man auch Mitglied werden. Würde mich sehr unterstützen. Schaut da gerne mal rein. Danke, danke an jeden, der das macht. Im Januar durfte Alexa Marusic nicht zu Alemannia Aachen. Im Februar wird der glücklose Stürmer vom 1. FC Magdeburg nun ins Ausland verliehen. Meiner Meinung nach persönlich eine schwierige Entscheidung. Ich hätte ihn gerne in Aachen gesehen. Im Gegensatz zu bei Sheriff Tiraspol, weil Aachen erstmal näher dran ist und die Liga-Qualität einfach um einiges höher ist. Das ist nämlich nicht Marusics Qualität, wo er dann da spielt. Finde ich ein bisschen schwierig. Der erste FC Magdeburg geht ohne Alexa Marusic in die Restsaison der zweiten Bundesliga. Der Stürmer wird bis zum Sommer an den FC Sheriff Tiraspol nach Moldau ausgeliehen. Das teilte der Verein am Mittwoch mit, weil in der Republik Moldau, anders als im deutschen Fußball, das Transferfenster noch geöffnet ist, wurde die Personalie noch möglich. Schon am Dienstag hatte Marusic beim Training gefehlt, offiziell wegen Belastungssteuerung. Ja, waren dann wohl tolle Belastungssteuerung. Ja, wie gesagt, ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Da bin ich auch sehr auf eure Meinung gespannt, wie ihr den Wechsel findet. Meiner Meinung nach wäre, wie gesagt, ein Wechsel Richtung dritte Liga besser gewesen. Vor allem, weil, wie gesagt, da die Liga-Qualität höher ist. Er hätte einen sicheren Stammplatz gehabt, grundsätzlich. Und der Alemannia Aachen ist kein schlechter Verein. Der Verein kann gut Fußball spielen. Das haben sie schon gezeigt in der dritten Liga. Deswegen hätte ich das gerne so gesehen. Und nicht so ein Quatsch, der jetzt gemacht wird. Weil man muss sagen, in der Liga ist er mit Abstand, beziehungsweise zumindest bei Sheriff Tiraspol, der Stürmer mit dem meisten Marktwert. Die spielen mit Abstand nur um den Meistertitel. Die einzigste Mannschaft eigentlich, Sheriff Tiraspol, haben einen Marktwert von 8 Millionen. Die anderen Mannschaften sind eigentlich gar nicht wettbewerbsfähig. Die sind höchstens Regionalliganiveau, würde ich sagen. Und selbst Sheriff Tiraspol ist auf einem höchsten Niveau von Alemannia Aachen und die Konkurrenz in der dritten Liga ist einfach besser. Deswegen wäre meiner Meinung nach die dritte Liga viel, viel sinnvoller gewesen. Der 25 Jahre alte Marusic war erst im Sommer aus Mazedonien nach Magdeburg gewechselt. Die ordentliche Ablöse von 350.000 Euro, die der FCM an Voska Sport überwies, konnte der Angreifer aber nie rechtfertigen. Ja, was natürlich dann auch noch dazu kommt, dass er sich direkt verletzt hat. Sehr, sehr großes Pech für ihn, muss man ganz ehrlich sagen. Dadurch konnte er sich nie wirklich durchsetzen. Und auch sehr, sehr viel Pech für uns. 350.000 im Endeffekt so ein bisschen angezündet bis jetzt. Man weiß ja noch nicht, wie er dann nächste Saison performen wird. Ich hoffe gut. Nur 21 Minuten spielte er in der zweiten Bundesliga, 7 weitere im DFB-Pokal. Zuletzt mischte Marusic eher bei der U23 in der Oberliga mit, als beim Zweitligateam von Christian Thies. Ja, das sagt schon vieles aus. Ich denke mal auch vor allem durch die Neuverpflichtung von Alexander Ormström hatte er sehr, sehr viele Probleme, weil ich fand ihn im ersten Spiel schon äußerst stabil. War ein Stürmer, der sehr, sehr zuverlässig ist, meiner Meinung nach auch. Mit seiner Größe bringt er sehr viel mit, was auch sehr, sehr gut für uns ist als Mannschaft. Und im Endeffekt genau das gleiche bringt er mit wie ein Alexa Marusic. Am Fuß ist er sogar noch stärker, obwohl eigentlich der Kopf seine Stärke sein sollte. Ja, man merkt schon eine andere Qualität und damit ist Marusic halt nur Nummer 3 und das als Stürmer ist schwierig. Deswegen wahrscheinlich die Leihe. Allerdings warf dem Montenegriner auch eine Verletzung zurück. Zudem holte der FCM in Alexander Ormström, wie eben gesagt, einen hochkarätigen Angreifer im Angriff. Für Marusic wurde die Perspektive dadurch erheblich schwerer bzw. schlechter. Nun fand der Verein eine Lösung für seinen Angreifer, der bei Tiraspol auf mehr Spielzeit hoffen darf.
Im Januar hatte sich auch Drittligist Alemannia Aachen um Marusic bemüht. Da schloss FCM-Sportchef Ottmar Schork einen Abgang noch aus und sagte ab. Ja, im Endeffekt, wenn man, wie gesagt, zurückguckt, eine dumme Entscheidung. Auf jeden Fall. Weil man halt wirklich eine bessere Liga gehabt hätte. Vor allem mit Dresden sind da schon sehr, sehr dicke Klopper drin. Auch NRG Cottbus aktuell macht es sehr, sehr gut. Und auch die Zweitmannschaften haben einen guten Kaderwert und das nicht ohne Grund. Und dann gibt es auch noch Mannschaften wie Bielefeld, Rostock, alles Top-Mannschaften in der Liga, die definitiv schon ein ordentliches Niveau haben und besser als Sheriff. Die Raspol sind im direkten Duell. Obwohl Sheriff auch damals gezeigt hat, dass der Marktwert nicht so viel aussagt, wie bei Spielen gegen Real Madrid und so weiter. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Da haben sie echt eine krasse Leistung gezeigt, aber das ist dann auch wieder eine Zeit lang her. Ja, damit haben wir den sehr wahrscheinlich letzten Winterabgang und Transfers können wir ja sowieso nicht mehr machen. Erst damit der 4. Winterabgang beim ersten FC Magdeburg. Nach Tatsuya Ito, der zu Kawasaki Frontale gegangen ist. Dazu kommt da auch noch ein Video, könnt ihr euch sehr darauf freuen. Andi Hoti, der zu Dynamo geliehen ist. Robert Leibertz, der auch zu Ulm geliehen ist. Also haben wir jetzt 3 Leihen. Das ist sehr, sehr viel für den FCM. Ich glaube, erstmals so viele Leihen jemals. Weil man mittlerweile auch die Qualität hat, Spieler auszuleihen, die dann auch direkt weiterhelfen können. Das Höchste, was wir sonst immer hatten, waren Leihen also das letzte Mal war es eine Leihe nach Dresden von Ahmed Arslan. Aber sonst waren es dann immer davor, wo wir noch in der 3. Liga waren, nur Leihen höchstens zu Regionalligisten. So wie Philipp Harand. Ja, geholt wurden dann aber Al Ormström von GAIS. Sehr, sehr guter Transfer. Auch Patrick Pfeiffer. Ich denke mal, der wird hoffentlich in der Startelf stehen für Heber. Und Darius Steinmach von AC Mailand. Das heißt, wir haben 4 Abgänge, 3 Zugänge. Das ist eine kleine Minusquote, aber nicht so schlimm, wenn man sich definitiv verstärken konnte, was sehr, sehr wichtig ist. Und ja, damit ist die Frage, wie bewerten wir den letzten Abgang? Beziehungsweise, ich habe ihn bewertet. Wie bewertet ihr ihn? Meiner Meinung nach ein bisschen Quatsch, wenn er hätte zu Aachen gehen können. Eure Meinung in die Kommentare würde mich sehr freuen. Dann, wie gesagt, gerne Mitglied abchecken. Würde mich sehr freuen, wenn ein paar Leute Mitglied wären. Dankeschön an jeden, das macht. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Aktiviert die Glocke, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und damit, ciao Leute.